Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute bin ich nicht alleine hier, heute habe ich den guten Basi wieder mit dabei. Hallöchen. Jo, servus, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, freut mich auch sehr. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von euch noch. Wir hatten vor roundabout, ich glaube so 8-9 Monaten schon mal ein Video zusammen gedreht. Und zwar, wo er Stufe 600 gehittet hatte. Und das Besondere an dir und deinem Account ist halt, dass er komplett Free-to-Play ist, ne? Ja, das stimmt und ich freue mich halt, dass ich so hoch bin. Ich bin, glaube ich, der Höchste. Und ich habe jetzt seit dem letzten Video 25 Level gemacht. Ich habe einen neuen Meilenstein. Ich bin jetzt 625. Also ich muss sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Gerade als Free-to-Play ist es natürlich schon wirklich sehr schwierig, sag ich mal, in diesen hohen Gefilden noch großartig Level aufzusteigen, ne? Ja, also du musst halt auf jeden Fall, also das Problem sind halt die Pilze. Du musst halt die Pilze irgendwie ranbekommen, um halt deine Alu, also um halt 300 Alu spielen zu können und 50% Mount. Und ja, aber das geht ganz gut eigentlich, wenn du halt einfach immer am Ball bleibst, sage ich mal. Immer alle Möglichkeiten verwendest, die Pilze geben. Und dann geht es eigentlich ganz gut. Genau. Und bevor wir jetzt nochmal genauer auf deinen Char eingehen und was der hier schon für Leistungen erbracht hat, weil das ist wirklich echt sehr beachtlich, vor allen Dingen halt auch für mich, muss ich sagen, eine Ehre, mit dem wahrscheinlich höchsten Free-to-Play-Spieler in Gun Shakes and Fidget hier zu sein. Das ist schon echt cool. Und ich finde halt auch, der Free-to-Play-Szene, der sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil gerade die Leute, die investen halt sehr, sehr viel Zeit in den Charakter, die halt eben zum Beispiel Hardcore-Shroomer eben mit Pilzen wettmachen und deswegen steckt hier nochmal viel, viel mehr auf jeden Fall an Zeit drin, als dass das vielleicht der ein oder andere so sieht. Deswegen finde ich, sollte sowas auch immer sehr gewertschätzt werden. Und bevor die ersten Leute wieder in die Kommentare schreiben, oh, der ist Free-to-Play und der hat 1800 Pilze auf dem Konto, ist doch geil Free-to-Play. So, ja, dann machen wir nochmal einen ganz kurzen Proof, den hatten wir im Video von Stufe 600 auch gemacht. Und zwar gibt es ja verschiedene Mittel und Wege, um rauszufinden, ob man Free-to-Play ist. Jetzt gibt es erstmal sowas wie das Achievement, was wahrscheinlich am nahesten liegt, so, wenn man so sagt, zeig doch mal, so, ne, ob du Free-to-Play bist. Und das ist halt eben dieses Pilze-Achievement. Da kannst du uns kurz was zu sagen, warum das hier erfüllt ist, ne? Ja, also meine Vermutung, also der Support konnte es mir auch nicht hundertprozentig sagen, nur wahrscheinlich über die Offerwall, weil wenn du Offerwall-Angebote annimmst, werden die auch, selbst wenn das irgendwelche Gratis-Angebote sind, wo du jetzt nicht bei einem Casino oder so 20 € einzahlen musstest, um dann irgendwie 1000 Pilze zu bekommen. Also selbst wenn es Gratis-Pilze sind von irgendwelchen Gratis-Aufgaben, von Gratis-Games, die du erfüllt hast, dann ja, wird es auch angezeigt bei Mushrooms Paid und deswegen vermute ich auch, dass dann dieses Achievement unlocked wird quasi. Ja, also das Einzige, worüber sich hier der gute Basi Pilze geholt hatte, war halt eben nicht übers Aufladen, sondern halt eben über solche Offerwalls, wo man sich halt eben Mushrooms verdienen kann. Seit unserem letzten Video aber auch nicht mehr als davor, ne? Nee, also ich habe seitdem kein Angebot mehr gemacht. Nee, ist nicht ganz richtig. Ich habe schon Angebote probiert. Und zwar, ich habe probiert, so Angebote zu machen, wo man sich irgendwo, ja, irgendwie registrieren musste oder so bei einer Seite. Und dann, also mir war schon klar, dass diese Angebote eigentlich nicht vergütet werden, weil das habe ich schon vor ein paar Jahren mal probiert. Und die werden eigentlich nie vergütet. Die sind irgendwie verbuggt. Und ich habe es dann probiert, weil andere Leute machen das auch anscheinend, dass die dann den Offerwall-Support anschreiben mit halt Proof, dass du ja das Angebot halt eigentlich vollständig gemacht hast. Ich habe da halt immer dann pro Angebot irgendwie so 5 Screenshots gemacht, auch von der E-Mail und so, dass ich die bestätigt habe, bla bla. Ja, aber die haben dann gesagt, nee, das stimmt nicht und du kriegst die Pilze nicht und deswegen, ja, seitdem habe ich bei der Offerball nichts mehr bekommen. Ja, aber ich möchte euch das Ganze nochmal kurz untermauern. Und zwar, das hatten wir auch im letzten Video gezeigt, da hat sich jetzt nichts geändert. Man kann beim Player Support anfragen, ob man halt wirklich
Free-to-Play ist, sodass man quasi wirklich einen Proof hat, einen Beweis. So, ne, da hattest du 2 Screenshots mir damals geschickt. Erneuert ist das Ganze jetzt noch nicht, aber das Ganze ist hier von 2021 aus dem August. Du spielst jetzt den Account schon seit? Mai 2014. Also schon auf jeden Fall sehr lange dabei. So, und hier schreibt er auch, lange. Wer war das? Ach, das war hier Holle gewesen. Der hatte hier geschrieben zu dem Thema mit dem Offerwall, dass es halt eben dadurch sein kann, dass das Achievement Pilze gekauft geunlockt wird. Sein kann dadurch. Genau. Und in der anderen Mail war das von November 2022, also noch ein bisschen aktueller. Und hier hattest du halt eben nachgefragt, ob ich schon mal Pilze aufgeladen habe. Genau, also ich habe jetzt kein Update gemacht dazu, aber wenn ich ein Update machen würde, dann würde es wieder heißen, hoffentlich zumindest, nein, ich habe keine Pilze aufgeladen. Ja, also ich denke mal, das wird Beweis genug sein für euch, weil das ist jetzt auf der Zeitspanne von 2014 zu jetzt gerade bei 2022 jetzt noch nicht so lange her. Und da ist hier halt eben auch die Antwort nein. Und damit haben wir auch den letzten Hater ausgelöscht an der Stelle. Und du hattest ja gesagt, dass deine Pilze jetzt soweit zustande kamen, ohne großartig auf die Offerwalls einzugehen. Genau. Da würde mich noch mal ganz gerne interessieren, bevor wir so auf deine Fakten zum Chars und deine Fortschritte und sowas eingehen. Wie ist das denn so? Was kannst du den Free-to-Play-Spielern für einen Tipp geben? Wie ist so deine Haupteinkommensquelle für Pilze? Wie gehst du damit um und warum hast du jetzt im Moment gerade noch so viele? Ja, also so viele habe ich, weil ich einfach keine unnötig ausgebe für Blättern oder Dungeons oder so. Ich mache das, was ich machen muss. Das ist halt hauptsächlich meine Alu. Und die meisten Pilze bekomme ich durch das Glücksrad. Ohne das Glücksrad wäre es auch nicht möglich. Auch jetzt, selbst wenn das Glücksrad, du kriegst ja 6 Pilze im Durchschnitt am Tag. Wenn du jetzt nur noch 3 bekommen würdest, also wenn die das nerven würden, Player, dann wäre das Ganze auch nicht mehr möglich. Ja, also das ist natürlich ein großer Punkt als Free-to-Play. Das können leider nicht alle machen, ist mir klar. Wie ich das mache mit der Werbung, also, weil es kriegt nicht jeder so viel Werbung. Ich kriege am Browser auch nicht so viel Werbung, eher dann um 1 Uhr morgens, wenn, ich sag mal, der Pool resettet wurde, glaube ich zumindest, dass es dann irgendwie so funktioniert, dann schallert die Werbung am Browser bei mir rein. Aber so untertags kriege ich eigentlich fast gar nichts. Aber ich habe 2 Handys und da wechsle ich meistens immer herum. Okay. Und dann halt auch noch ab und zu im Browser und so kriege ich dann meine Spins. Also du siehst auch, ich hatte beim letzten Video, vor jetzt gut einem halben Jahr oder sowas, hatte ich ja noch meine 16.000 Lucky Coins und jetzt habe ich gar nichts mehr, weil ich auch nicht mehr drauf gegrindet habe, sage ich mal, weil es mir keinen Spaß so macht, aber ich versuche auf jeden Fall, und das habe ich bis jetzt auch geschafft, dass ich immer meine 20 Spins mache. Und also das ist die Haupteinkommenquelle als Free-to-Play von den Pilzen. Und und ansonsten die Quests geben auch sehr viele Pilze. Wenn du halt 50% Mount spielst und dann halt immer nur die kürzesten Quests annimmst. Ich sehe gerade, du hast auch fast 700 Tage hier, ne? Also das ist schon ordentlich, sag ich mal. Ja, also genau. Der war mal über 1000 sogar, aber seitdem habe ich den nicht mal neu gekauft. Also so lange habe ich den nicht mehr auf meinen Server, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, das war damals auch ein bisschen Fail, weil ich habe den ich bin da noch nicht. Wobei, warte, der Greifendrache, wenn ich den lese, der gibt ja schon 10 Millionen Gold. Das ist, glaube ich, ab 612, ne? Ja, aber ich habe den ab irgendwie 500 irgendwas, habe ich den auf 1000 Tage hochgeballert. So. Da hatte ich mal über 2000 Pilze und dann hatte ich nur noch irgendwie 300 oder so. Also du hattest ja auch eine Zeit lang wirklich gut Mushrooms erfarmen können durch diese Offerwalls, ne? Und die... Ja, nicht nur, also die Offerwalls, also muss ich sagen, haben mir nicht die meisten Pilze gegeben. Das ist auf jeden Fall das Glücksrad. Das ist Nummer 1. Und wenn man hier Mushrooms Free den Befehl eingibt, dann sieht man hier zum Beispiel die Gesamtanzahl der Pilze, die du dir ergrindet hast, ne? Durch Glücksrad, Alu, durch, was gibt's noch? Offerwall zählen da auch mit rein? Unter anderem? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß es gerade nicht, aber also, ich habe es ja schon damals gesagt, 24.000 Pilze, das klingt für mich sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Und also wenn also was reinzählt, wären halt die Quests, Glücksrad, vielleicht Codes, irgendwelche Codes Pilze, noch, die du von Player bekommst, irgendwie Vergütungen oder so, durch den Bug oder sowas. Ja, aber das meiste auf jeden Fall
Glücksrad und Quest, würde ich sagen. Und dann hatten wir noch einmal Mushrooms Paid und da hatten wir, das ist auch die gleiche Zahl wie beim letzten Mal gewesen, wo wir zusammen aufgenommen haben. Die beträgt 16, da hat sich jetzt auch nichts verändert. Wodurch kam das nochmal, diese 16? Ja, da habe ich ein Angebot angenommen, also ich weiß nicht mehr, welches das war genau, wo ich halt dann als Belohnung 16 Pilze bekommen habe. Genau, also. Ach so. Oder vielleicht habe ich auch 2 angenommen, wo ich mal einmal 10 bekommen habe und einmal 6, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber auf jeden Fall nur Gratis-Angebote. Free-to-play. Und du bist ja so mit der höchste Free-to-play-Spieler, wenn nicht der, gehst du eigentlich mehr auf XP oder mehr auf Gold? Nee, ich gehe jetzt seit über einem Jahr, genau kann ich es nicht sagen, ich glaube es sogar schon 1,5 Jahre, spiele ich 320 Alu und dann auch auf Gold. Das war der Switch und davor nur 120 Alu Erfahrung. Und deswegen bin ich auch, denke ich mal, so hoch und mit der Dungeon-Pause noch dazu. Ja, das war alles so der Grund, warum ich dann, denke ich mal, so hoch im Level war als Free-to-Play. Und ja. Ich sehe auch, du hast gerade keine Pots drin. Holst du dir die auch nur zu bestimmten Anlässen so? Oder? Also, ja, das ist gerade so ein bisschen ein Problem. Wenn ich mal einen Pot bekomme, ich habe jetzt einen in der Kiste oder in meiner Truhe, einen Intelligenztrank. Den habe ich auch nur aufgespart, weil er fast kein Gold mir gibt, wenn ich den verkaufen würde. Deswegen spare ich den gerade. Und eigentlich, also das ist mit der Gilde abgesprochen, dass ich halt nicht immer Tränke habe, weil mein Problem ist einfach, ich will halt keine Pilze ausgeben, um zu blättern, weil das wäre echt pilzintensiv für mich halt. Und das ist es mir nicht wert. Und ja, ich will auch keine Pet-Früchte ausgeben, das habe ich davor immer gemacht. So habe ich mir immer gerade noch so meine Tränke immer behalten, sage ich mal. Aber das kostet ja auch indirekt Gold, ziemlich viel sogar. Dadurch, dass du ja Früchte ausgeben musst dafür und die bringen ja Gold. Und das sehe ich nicht mehr so wirklich ein. Und ja, das ist ja ein toter Server, ist nicht wirklich kompetitiv und ich möchte eher auf meinen Char schauen, dass der vorankommt. Ja, sehe ich jetzt gerade. Das ist ja absolut. Das ist ja krank, Alter. Wir befinden uns übrigens auf S28 jetzt gerade, weil ja wahrscheinlich meine Webcam davor ist. Das ist eine Machtdemonstration. Wo befindet ihr euch in der IHOF hier? Ganz weit unten. Ich glaube irgendwie 80 oder 90 oder so. 83. Ja, ziemlich schade. Server-Merges. Wir brauchen euch. Aber auf jeden Fall auch sehr kulant und schön von deiner Gilde, dass das auch alles so abgesprochen ist und dass es da dann auch keinerlei weiter Probleme gibt. Warum auch? Ich meine, du bist hier als Free-to-Play mit einer der höchsten in der Gilde so, ne? Also du wirst wahrscheinlich auch ohne erstens das, genau, sorry, dass ich dich unterbreche. Also ich bin sowieso, wenn dann, also ich will es nicht angeben oder so, darum geht's nicht, aber ich bin sowieso einer, wenn dann der stärksten so auf dem Server, auch noch ohne Pots. Ich meine, du siehst, ich bin auf Platz 10, ich war auf Platz 9, aber jetzt ohne Pots bin ich jetzt einen Rang abgestiegen und ich bin da trotzdem noch sehr stark und ja. Was ist das hier? Warum blinken die Items? Weil ich die noch brauche und den kann ich leider nicht besiegen. Ich glaube, mit Pots und meinem PvP-Equipment habe ich da, ich weiß gar nicht, eine 2%ige Chance auf den. Stimmt, du hast ja hier gerade das Quest-Equipment, was du anhast hier, ne? Genau. Wechseln wir mal ganz kurz auf das PvP und dann sieht das Ganze hier auch nochmal ein bisschen anders aus. Ja. Ja, schwierig natürlich. Man muss sich ja irgendwie, also da merkt man dann halt auch wieder den Unterschied zu den Leuten, die halt Pay-to-Win unterwegs sind hier. Das ist halt doch nochmal ein Unterschied. Du hast mir auch noch eine schöne Liste geschickt, die wollte ich auch nochmal ganz kurz zeigen im Video hier. Oder 2 Listen. Das war einmal, das ist jetzt die Liste von den weltweit besten Free-to-Play-Spielern. Genau, also die höchsten, die mir so bekannt sind. Und da habe ich halt sortiert nach den Basis-Stats, nach dem Unterschied. Das sind die Grundzahlen. Die Grundzahlen sind die Differenzen von den jeweiligen Scans. Das ist vom 3.1. der Scan, also vom Anfang des Jahres bis gestern. Also fast ein halbes Jahr. Und ja, top aktuell Basis-Stats. Ja, genau, ziemlich aktuell. Und die Basis-Stats, das siehst du bei der Summe.
Die grüne Zahl, da steht bei mir 38.000 und der Levi, der ja noch führt in insgesamten Basisstats, den ich ja aktuell versuche kurz zu überholen, was noch ein bisschen dauern wird leider, der ist noch über mir und ich habe jetzt in einem halben Jahr ein bisschen mehr als 3.000 Basisstats gut gemacht auf ihn. Ja, das ist auch spannend zu beobachten. Also, ich weiß nicht, denkst du hast so alle Free-to-Play-Spieler getrackt oder sind das jetzt so nur dir die Bekannten, die wahrscheinlich so selbst davon oder, sag ich mal, sich brüsten, dass die Free-to-Play sind, ne? Ja, also ich kenne schon noch ein paar andere, aber die jetzt nicht wirklich, das sind jetzt nicht für mich relevant zum Tracken, da sie halt, ja, so Level 200, 300, 400, das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Ach so. Mir geht's halt um die Besten, um die Stärksten und ja, die halt bekannt sind. Also es gibt bestimmt noch irgendwelche, die unbekannt sind. Kann ich halt nicht wissen, leider. Ist halt so das Problem. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Bekannten. Also vor allem Clownzilla, der spielt übrigens auf deinem Server auch. Ja, den kenne ich, ja. Ist auch ein sehr bekannter Free-to-Play, der ist auch sehr aktiv im Forum und im Discord. Ja, und der ist auch noch über mir in den Stats. Also der begegnet mir auch öfter noch auf S31 in der Ehrenhalle, daher kenne ich auf jeden Fall den Namen, so auch auf meinem Battlemage-Server auf W27, da ist er, glaube ich, auch, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, was noch ganz interessant zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall die FPS, den kennt bestimmt der ein oder andere aus der IHOF und ich hatte mir auch gerade so gedacht, was macht der denn hier in der Free-to-Play-Liste? Aber er hat auch wirklich noch einen Free-to-Play-Account, das habe ich bisher auch noch nicht gewusst, der auch, man sieht es hier gerade vom Level her, natürlich gerade sehr aus der Masse heraussticht, aber da hattest du mir gesagt, das liegt daran, dass er halt eben Dungeon-Pause gemacht hatte, ne? Genau, er hat sogar 2 Free-to-Play-Accounts. Einen hatte ich jetzt nicht drin, weiß ich gerade selber nicht warum, aber der ist auch ungefähr auf dem sein Level von seinem anderen Account. Und auf einem hat er, das waren nämlich so Projektjars, auf einem hat er eine Dungeon-Pause gemacht, also auf dem, den wir gerade sehen, und auf dem anderen nicht. Ich weiß leider gerade nicht, welches Level er auf dem anderen jetzt hat. Ja, schade, ich hätte ihn noch hinzufügen müssen. Ja, nö, alles gut. Ansonsten, falls von euch noch da ein Free-to-Play-Spieler oder so noch da draußen ist, den wir noch nicht hier auf dem Schirm haben, da könnt ihr natürlich den Basi auch sehr gerne anschreiben und ihm da Bescheid sagen, der hier mithalten kann auf jeden Fall, weil das sind alles krasse Leistungen hier, die man erstmal so als Free-to-Play erbringen muss. Dann hast du mir noch eine Liste geschickt, das ist jetzt nur von deiner Gilde, ne? War das jetzt hier? Nee, oder nee, das nee, von der Ehrenhalle. Genau, das sind die Top 1000 meines Servers, die tracke ich jeden Monat. Und da bin ich auch zum Glück eigentlich jeden Monat Platz 1, was die monatlichen Basisstats angehen. Immer dicht gefolgt vom Meister Eddie, mit dem ich mich immer messe. Ja. Krass, ja, auch ein sehr guter Spieler. Einmal hat er mich knapp überholt. Ja. Also du führst auch sehr viele Scans und bist sehr analytisch, sag ich mal, unterwegs. Wer das Ganze auch sehr gerne verfolgen möchte, kann natürlich auch sehr gerne beim Basi auf YouTube vorbeischauen. Das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt und dann Danke. Könnt ihr auch sehr gerne das Ganze weiter verfolgen, falls euch dieser Free-to-Play-Content interessiert, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Seite. Und ja, ich glaube, falls du jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen hast, dann, ja? Ich bin gerade noch mal überlegen, was gibt's noch? Also eigentlich, es gibt schon noch was, genau, fällt mir gerade ein. Und zwar eine Bedrohung für Free-to-Plays. Okay. Und zwar, seit dem neuen Backend sind die Pilzchancen in den Quests nicht mehr ganz akkurat. Dein Nachbar führt ja eine Liste mit allen möglichen Zeugs. Zum Beispiel seine Items, die er bekommt und unter anderem auch seine Pilze, die er von den Quests bekommt. Und seit dem neuen Backend bekommt er durchschnittlich 1,6 Pilze weniger von den Quests. Also er bekommt, glaube ich, nur noch 3,6 Pilze pro Tag und da ist, sorry, so wie ich das verstanden habe, schon der Gratispilz inkludiert und davor hat er ja irgendwie 4, irgendwas oder knappe 5 Pilze, irgendwie sowas bekommen. Auf jeden Fall, laut ihm, er kriegt jetzt im Durchschnitt 1,6 Pilze weniger. Und er hat auch Playa da geschrieben, die ihm gesagt, nee, im Code passt alles. Ja. Auf welche Zeitspanne hat er das bemessen? Weil das ist ja auch noch mal wichtig so für die Statistik, ja. ne? Umso länger du das führst. Vor dem
vor dem neuen Backend, ich glaube, er hat gesagt ein Jahr, 12 Monate. Kann mich aber auch gerade täuschen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Monate, so dass auf jeden Fall eine valide, sagt man das so, Statistik ist. Also eine haltbare Statistik. Und jetzt nach dem neuen Backend hat er halt seit Tag 1 getrackt und seitdem kriegt er 1,6 Pilze weniger. Und das ist auch nur bei den Pilzen. Alles andere sieht bei ihm normal aus. Also es sind nur die Pilze von den Quests, die jetzt sehr stark abweichen von dem alten Backend. Okay. Und das hat er auch reported an Player als Bug. Ja, ihre Message war, dass im Code alles passt. Ich gehe mal davon aus, sie haben es in der Theorie müsste es von ihnen, laut ihnen passen, aber ich denke mal, sie haben es in der Praxis leider nicht getestet. Ja, ziemlich schade. Also und da das kann könnte ich natürlich, ja. Ja, also da kann ich jetzt natürlich so auch nichts zu sagen, ne? Aber das hört sich natürlich nicht so gut an. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also mehr als Anfragen kann man da natürlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wenn es halt auf einem Jahr bemessen ist, ob er jetzt da so mega unlucky gewesen ist und ob das zweite Jahr jetzt vielleicht das wieder so ausgleicht, so vielleicht. Es müsste schon wirklich, also es wäre schon ein sehr, sehr krasser Zufall, sage ich mal, wenn es 12 Monate lang vor dem alten Backend halt normal aussieht und auf einmal nach dem neuen Backend kriegt er halt jeden Tag weniger Pilze und dann im Durchschnitt 1,6 weniger. Und bei einem Pilz-Event sind es, glaube ich, sogar 1,9 Pilze weniger gewesen im Durchschnitt. Also, ja, also. Okay, das der Nachbar, seine Meinung ist auch, dass da was fehlerhaft ist. Ja, das hört sich schon relativ viel an, vor allen Dingen über halt 12 Monate, ist ja schon eine Zeit lang. Ja. Aber höre ich jetzt hier auch zum ersten Mal, muss ich sagen. Aber interessant, auf jeden Fall. Ja, ist halt, weil die Quests sind halt, die geben am zweitmeisten Pilze und ist halt, also nach dem Glücksrad, wie gesagt, und ist halt als Free-to-Play sehr, sehr wichtig. Wenn das jetzt, wenn die Pilze jetzt weggehen, also gerade geht's noch, dass sie langsam steigen bei mir, aber wenn die jetzt komplett wegfallen sollten, sage ich mal, oder noch weniger werden, dann wird es auch bei mir sehr knapp. Ja, es ist auf jeden Fall ein essentieller Spielmechanismus, der für Free-to-Play-Spieler halt ausschlaggebend ist, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, da müsste man nochmal dann nachhorchen, auf jeden Fall. Aber das soll dann vielleicht auch Thema für ein anderes Video sein, irgendwann mal in der Zukunft. Ansonsten war es das soweit für heute. Ich hoffe, der kleine Einblick über den Char, deine Fortschritte, die du jetzt hier gemacht hattest, haben euch gefallen. Ich meine, wir haben ja dadurch, dass wir ja das Video geuploadet haben, wo du Stufe 600 erreicht hast, was... Oh, neuer Tag. Perfekt. Wo du 600 erreicht hast. Die Ehre hast du mir mir zukommen lassen, dass ich das erreiche. Und das war halt ein Video von vor 8 Monaten. Deswegen kann man so sagen, dass du dafür jetzt bis jetzt circa 8 Monate 25 Level gemacht hast, so roundabout. Genau, ungefähr. Deswegen ist das ganz cool auf jeden Fall auch zu tracken. Bist, denke ich mal, auch ein großes Vorbild für viele Free-to-Play-Spieler. So, also das muss man auch erstmal so schaffen, ne, und so lange am Ball bleiben und die Ausdauer haben. Und von meiner Seite aus war es das soweit. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier im Video bist. Und wie immer hat natürlich mein Gast das letzte Wort. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und zwar, ich bedanke mich auch, dass ich wieder hier sein durfte. Freut mich immer wieder, auch wenn es jetzt erst das zweite Mal war. Habe mich auch damals gefreut, da beim ersten Video, da kamen auch viele Leute auf mich zu und haben mich nach Tipps gefragt. Könnt ihr gerne wieder machen, Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass ich so, ich will nicht sagen Vorbild, aber anscheinend ja doch irgendwie ein Vorbild bin so. Und halt was so Tipps angeht. Ja, ihr könnt mich gerne anschreiben. Ich bin immer da für euch. Und nochmal danke Dotze auf jeden Fall. Und Leute, denkt dran, der einzige Weg ist der Free-to-Play-Weg.